Wir haben eben einen Cyberangriff gehabt an der Hochschule Furtwangen und ich möchte so ein bisschen erzählen, was war davor, wie waren wir aufgestellt, was war so unser Sicherheitsniveau, so ungefähr abgeschätzt, dann der eigentliche Cyberangriff beschreiben und zwar, wie es bei uns dann so ablief und wie der Cyberangriff äh, auch funktioniert. Und dann im Prinzip so die Lessons learned, was hat man daraus gelernt? Und das muss man einfach sehen, dass es eine Ausnahmesituation ist, wenn so ein Cyberangriff ähm, kommt. Und das würde ich gleich auch mal machen. Das Erste, was ich Ihnen zum Hören gebe, ich werde mal gleich testen, ob das geht, ist, dass uns die Hacker angerufen haben, was ungewöhnlich ist. Hello, Mr. Your phone number I Hört man's? received from the receptionist. Don't blame her for this. Attacked your company's IT system, and now we have a huge volume of your company's confidential data. It's encrypted on your servers and downloaded to our server. Also es ist ein Ausschnitt von dem Hacker, der uns angerufen hat. Da komme ich nachher nochmal, später nochmal dazu. Ja, wie waren wir aufgestellt? Und genau, ich glaube, das sind so die meisten Unternehmen sind so aufgestellt, dass sie im Prinzip ein ISMS mehr oder weniger mit Tools, ohne Tools und so weiter etablieren und aufbauen. Es geht immer los mit einer Leitlinie für Informationssicherheit und Datenschutz, was man im Prinzip auch im ISMS festlegt. Man macht die Informationssicherheitsanforderungen, legt man fest für bestimmte Services, für Daten und so weiter. Also wie ist die Vertraulichkeit für die Kommunikation und für Daten, die Integrität, also dass sie nicht gefälscht werden können und Verfügbarkeit. Das überlegt man sich für die einzelnen wichtigsten Services, weil so ein Risikomanagement macht man auch, vielleicht nicht ganz nach Norm, wie es ISO-Normen vorgeben oder auch das BSI beschreibt. Aber im Prinzip macht man schon so ein bisschen, was sind bei uns die wichtigsten Dienste, äh, was für Risiken haben wir dabei? Und meistens hat man so die Verfügbarkeit im Vordergrund, weil wenn was nicht funktioniert, ist die Verfügbarkeit, also diese besondere Schutzmaßnahme natürlich gleich im Fokus. Und das möchten die Leute, merken das sofort und würden auch gleich reagieren und sich dann auch beschweren. Bei den anderen Sachen, Vertraulichkeit, sieht man nicht so offensichtlich. Aber man geht dann schon hin und vor allen Dingen dieses Rechenzentrum, die IT, die wird schon überlegen, was muss ich denn vielleicht besonders schützen, wo habe ich Risiko. Also sie bewerten das im Prinzip. Und dann entweder sie akzeptieren das Risiko, also um ein Beispiel zu machen, die Verfügbarkeit kann man mit einem, Notstromaggregat absichern, dass man immer Strom hat. Das wäre sozusagen, ich reduziere das Risiko, dass ich keinen Strom habe, oder ich akzeptiere und sage, wenn ich halt keinen Strom mehr habe, kann ich sowieso nicht mehr arbeiten, dann ist es auch okay, dann bin ich zufrieden mit dem, was ich habe. Das ist so, denke ich, was jeder hat. Dann, was wir jetzt, das weiß nicht, ob das ist halt bei solchen Organisationen wie bei uns, wir haben so einen Lenkungskreis für Informationssicherheit und Datenschutz, haben wir jetzt auch. Also das heißt, wenn wir Probleme haben mit der IT-Sicherheit oder mit dem Datenschutz, da kommt dieser Lenkungskreis zum Einsatz und bewertet dann Vorfälle oder lässt sie eskalieren oder managt die natürlich. Also wir haben dann auch einen Prozess für die Behandlung, Meldung von Informationssicherheitsvorfällen, also auch Datenschutzvorfälle, ist bei einer Hochschule in Baden-Württemberg gar nicht so einfach. Wir haben mehrere Stellen, wo wir das melden müssen. Natürlich die Geschäftsleitung, bei uns das Rektorat und dann geht es halt ins Land und so weiter. Und wir melden prinzipiell, also wir, die Hochschule Furtwangen, meldet eigentlich jeden Vorfall, was wir haben, auch wenn es kleine sind, weil man auch sehen möchte im MWK, also im Ministerium, wie gut wie viele Vorfälle haben wir, die machen ja so ein bisschen Statistik.
Und das Management von den Informationssicherheitsvorfällen ist da auch geklärt, wer was zu machen hat. Das haben wir und hatten wir vorher schon. Und wir haben so eine Festlegung von IT-Notfällen, aber eher so auf der Basis gehabt, nur gehabt zu der Zeit, für wann ist, wenn kein Strom da ist, wenn die Klimaanlage ausfällt, solche großen Ereignisse, waren wir auch schon vorbereitet. Was haben wir gemacht? Wir haben natürlich Awareness-Maßnahmen durchgeführt mit den Mitarbeitern vor allen Dingen. Wir haben Phishing-Mail-Kampagnen gemacht, auch speziell vor allen Dingen mit den Mitarbeitern. Wir haben für E-Learning Kampagne gemacht, auch hauptsächlich mit den Mitarbeitern. Es ist auch so ein bisschen eine Kostenfrage. Das sind alles Dienste, die was kosten. Und je mehr Leute man da reinbringt in diese Charge, desto teurer wird's. Wir haben dann natürlich Infomails informiert. Wir haben Twitter Security Infos an die Studierenden regelmäßig geschickt, wenn es was Wichtiges war. Wir haben Informationssicherheitsschulungen in den Erstsemester Einführung gemacht. Umgang mit IT und natürlich auch noch die IT-Sicherheit und Datenschutz mitgegeben. Und haben immer wieder auch Beiträge in Studentenzeitungen gehabt. Das ist die Awareness-Beispiele, die wir gemacht haben. Von der IT her haben wir einen Patch-Management-Prozess gehabt. Das heißt, wir haben ein klares Vorgehen gehabt, wenn neue Versionen aufgespielt worden sind für die wichtigsten Services zumindest. Das ist bei uns die Lernplattform vor allen Dingen, ist klar, und Webserver, wie das genau gepatcht wird, wie da neue Versionen reinkommen, wie Updates gefahren werden. Und wir haben bei der Firewall Freigaben haben wir das Ganze mit Antrag und Freigabeprozess und so weiter gehabt. Dann haben wir aber auch zusätzlich noch Schwachstellen gescannt, also ein Scanner, unser Greenbone, der nach Sicherheitslücken sucht in der Infrastruktur. Das haben wir bei uns im Betrieb und das macht er 24 Stunden, 7 Tage. Und die Berichte werden an die IT natürlich geschickt und an die Informationssicherheitsbeauftragten. Und die können dann schauen, ob das nächste Mal diese die Schwachstellen gelöst sind oder nicht. Wir haben auch externe Sicherheitstests gehabt, Schwachstellen-Scanning vom Hochschulservicezentrum, das ist so eine Institution bei uns in Baden-Württemberg, was die ganzen Hochschulen Services bekommen. Und wir hatten auch mal von der Uni Heidelberg ein Angebot und haben das machen lassen. Und haben natürlich diese Maßnahmen umgesetzt, die da Sicherheitslücken gab. Wir haben zusätzlich, das ist vielleicht der Unterschied, die Schwachstellen, das heißt ja nur, dass die Infrastruktur Lücken hat. Wir hatten auch davor einen Pen-Test, Penetration-Test, das heißt, da ist ein Dienstleister, spielt sozusagen Hacker, der kriegt auch Zugriffe. Er hat Accounts bekommen, er war ein normaler Student, er war ein Professor und er hat die Rolle eines Verwaltungsbeamten gehabt und er hat nach Sicherheitslücken gesucht. Was hat er gefunden? Er hat zum Beispiel alte Passwortdateien gefunden, wo die Klartext-Passwörter drin waren, was natürlich ganz schlecht ist, vor allen Dingen, wenn man User hat, die vielleicht schon viele, viele Jahre ihr Passwort nicht geändert haben, dann hat man dann das Passwort. Es wurden Backup-Dateien gefunden von E-Mails, also von Administratoren. Und sie haben alte Accounts gefunden, die überhaupt nicht mehr benutzt wurden. Und natürlich hat man diese Maßnahmen dann umgesetzt, gelöscht, von den Daten, die nicht gebraucht werden, alte Accounts gelöscht. So, dann haben wir mal noch kurz davor einen Rechenzentrumsraum Security Check gehabt, also eher so ein bisschen physikalisch. Da hat man Fremdkörper in Kühlkanälen gefunden. Wir haben natürlich genügend andere Sicherheitszugangsproblematiken gehabt. Wir haben zu viele Leute gehabt, wo in das Rechenzentrumsraum gegangen sind und so weiter. Aber ein Punkt, was wir dann deshalb mal relativ schnell alles lösen können, aber was uns dann mehr Aufwand gemacht hat, was dann auch umgesetzt wurde, so ein Ratschlag, bitte führt doch Multifaktor-Authentifizierung ein, damit die Accounts, die dann mal geleakt werden, also die dann öffentlich werden und Hacker in die Hände fallen, dann nicht einfach ausgenutzt werden können. Da haben wir bei 2023 im ersten Quartal begonnen,
hat im zweiten Quartal ausgerollt. Ich bin deswegen so genau, weil danach war alles, was jetzt hier war, war davor. Geplante Going Live war Oktober 23 und am 19.09.23 haben wir unseren Hackerangriff gehabt. Da ist es passiert und wir haben das ist wie folgt abgelaufen. Wir haben am nächsten Tag, am 18.09., haben wir festgestellt, dass zentrale Serversysteme irgendwie nicht mehr funktioniert haben. Also das war sozusagen tagsüber der Fall. Und am Abend haben wir dann eine Krisensitzung gehabt, online, alle zusammen mit Zoom, weil wir Zoom extra gehostet haben. Das hat dann funktioniert. Haben wir festgestellt, die Systeme werden verschlüsselt. Also, was haben wir gemacht? Daraufhin alles runtergefahren, abgeschaltet, Verbindung gekappt, alles ausgeschaltet. Jetzt sind wir 100% secure. Danach ist nichts mehr gegangen. Warum haben wir so lange gebraucht? Das war so ein bisschen der Nachteil. Wir hatten die Woche davor einen Dienstleister, der an unserer Infrastruktur was installiert hat und hat da irgendein Problem gesucht. Und am Morgen haben die gemerkt, es funktioniert nicht, sowas nicht ganz. Dann haben sie den Dienstleister angerufen. Der ist dann auch, hat sich auch nochmal draufgeschaltet, hat dann geschaut, hat halt auf den Sachen geschaut, nee, das funktioniert alles, es müsste eigentlich gehen. Und plötzlich ging es halt nicht mehr, weil es halt immer mehr Storage-Systeme verschlüsselt hat. Also die ganzen Festplatten wurden verschlüsselt. Und dann ging es irgendwann halt nicht mehr. Und das hat man halt leider eine Weile gebraucht, bis man das gemerkt hat, weil man halt an der Infrastruktur rumgebastelt hatte und dann dadurch das nicht in den Griff gekriegt haben. Deswegen haben wir so spät gemerkt, wäre vielleicht auch nicht anders gelaufen. Auf jeden Fall waren wir dann 100% secure und ging gar nichts mehr. Und dann, was war die Konsequenz? Keine Möglichkeit der Kontaktaufnahme zwischen Mitarbeiter oder Studierenden. Das Rektorat hat Gott sei Dank vorgesorgt gehabt. Wir hatten in unser Notfallteam diese Stabsstelle, die haben wir vorher mit Telefonnummern untereinander ausgetauscht, mit Handynummern. Wir haben dann private Handynummern dann gehabt, private Mailsysteme, WhatsApp und Telefonketten. Das war unsere Kommunikation zu der Welt, zu unseren Mitarbeitern und Studierenden. Und da können Sie sich vorstellen, dass es nicht ganz so einfach ist, Informationen weiterzugeben. Und vor allen Dingen werden natürlich sehr, sehr häufig Anrufe kommen dann rein, was natürlich nicht gerade förderlich ist, um Probleme zu lösen. Und das Erste, was wir gemacht haben, ist die Einrichtung von alternativen Kommunikationswegen. Wir haben eine Node-Homepage aufgesetzt, das ging schnell. Diese Telefonketten haben wir organisiert, also vollständiger wie das, was wir am Anfang hatten. Und wir haben einen Krisenmanagement-Raum eingerichtet, das ist einfach ein Hörsaal gewesen. Und haben mit Internet ausgestattet, haben einfach einen LTE-Router. Im Prinzip Handy kann man ja als Router auch verwenden, das haben vielleicht schon viele gemacht. Da haben wir natürlich noch ein paar leistungsstärkere Router gekauft, die ein bisschen mehr Bandbreite können. Und das war unsere Kommunikation dann nach Hause. Und was muss man jetzt beachten? Was ist uns passiert und was muss geschehen? Es geht natürlich dann sehr schnell an die Presse. Cyberangriff legt Hochschule Furtwangen lahm, LKA ermittelt. Und das stimmt auch. Wir haben natürlich als erstes, das war sogar am Abend davor noch, haben wir die ganze Kette informiert. Also das Ministerium und das LKA natürlich in dem Fall, also das Landeskriminalamt und dementsprechend die wichtigen Kanäle, das Hochschulservicezentrum, alle, die sozusagen wo wir eng zusammenarbeiten, haben wir informiert, natürlich die offiziellen Stellen. Und da wir so schnell waren, ist auch das LKA am nächsten Tag schon bei uns gewesen im Raum. Was man beachten muss, bei der Kommunikation schnell, also je länger das man wartet, desto mehr Durcheinander gibt es und mehr Gerüchte werden gestreut und mehr Anfragen bekommt man auch. Es muss sachlich sein, nachvollziehbar, wenn es geht, klare Kommunikation, also nicht umschreiben, sondern klar und deutlich mit einfacher Sprache. Und man muss Konsistenz herbringen. Also wenn man was nicht genau weiß,
lieber mal weglassen, wie wenn man es rausgibt und muss es dann hinterher wieder widersprechen. Das kann man natürlich schon auch mal machen. Das passiert in der Drucksituation, aber sollte man natürlich vermeiden. Ist eigentlich logisch, aber man muss so sehen, wir waren im Hyperstress in dem Zeitraum. Da waren ungefähr 20, 25 Personen in dem Raum und so ungefähr, was machen wir jetzt? Und es ging dann halt morgens los ab 8 und ging immer so bis abends um 10. Und das die ersten Tage, eher sogar Wochen, wo wir so Einsatz hatten. Also mit der Zeit wird man dann auch ein bisschen mürbe und unkonzentriert. Ja, wie haben wir festgestellt, dass wir das Storage, also unsere Daten verschlüsselt sind. Die Hacker sind ja nett. Die verteilen dann so kleine Dateien überall in den ganzen Storages. Da ist eine, da steht dann drin, Modified Encrypted Files will result in permanent data loss. Man soll einen Tor-Browser installieren. Das ist so ein spezieller Browser, mit dem man anonym surfen kann. Das ist im Prinzip sowas, dass er nimmt so Zwischenknoten. Jeder Knoten hat verschlüsselt sozusagen die Verbindung nochmal mit einem zufallsgenerierten Schlüssel. Und somit ist es nur möglich, also es ist eine sehr hohe Sicherheitskommunikation. Die Hacker möchten natürlich damit vermeiden, dass ihre Informationen, die sie jedem zur Verfügung stellen, dass eine Rückverfolgung zu ihnen stattfinden kann. Obwohl dass sie natürlich sagen, wer sie sind. Und das sieht man hier an dem Punkt, an dem HTTP-ALF, bla bla bla. Dieser Link ist sozusagen dieser spezielle Browser-Link. Und das ist eine klare Hackergruppe mit der Basis in Russland und sind Profis, die das sowas machen. Da kommen wir nachher noch einmal ganz kurz dazu. Die haben ja nur mal eine Nachricht. Ich habe ja abgebrochen, dann kann man mal den Rest noch oder einen Teil von dem Rest ankündigen. Was möchten die erreichen? Also was ist geschehen? Die tun im Prinzip Malware oder Ransomware auf unsere zentralen Serversysteme verteilen, verschlüsseln alles, was sie bekommen können. Auch bei uns, auch die Backups, die wir hatten. Also komme ich noch dazu, das ist ein Fehler gewesen, was wir da gemacht haben. Aber ich glaube, das ist nicht so ungewöhnlich, dass viele das so machen. Ja, und die fordern, die geben einen Schlüssel zum Entschlüsseln. Also wir können die Daten sind nicht verloren, wir können sie wieder entschlüsseln, wenn wir ihnen was bezahlen. Und da war natürlich das LKA ein wichtiger Partner, mit denen haben wir geredet und sind ja auch bei uns am Tisch gesessen und da haben wir gesagt, ja, wollen Sie zahlen? Und übrigens, das Ministerium war mit dabei am Tisch, also nicht bloß LKA. Und das ist, ich weiß nicht, wie es in Liechtenstein ist, aber in Deutschland ist natürlich solche Erpresserzahlungen unmöglich. Also das Ministerium hat gesagt, ja, wollt ihr zahlen? Da haben wir gesagt, ja, mit was? Es ist ja Steuergeld. Wir können doch nicht Erpresser bezahlen für sowas. Wo soll man das abbuchen, in welcher Kostenstelle? Das geht ja gar nicht. Also, es war dann relativ klar, dass wir nicht zahlen. Und dann hat das LKA uns gesagt, euch her, stellt euch dumm. Also antwortet bloß nicht auf diese Nachricht, bloß nicht anklicken, nichts derjenigen tun, auf gar keinen Fall Kontakt aufnehmen, so tun, als hättet ihr es noch gar nicht verstanden, noch gar nicht mitbekommen, dass ihr angegriffen seid. Und das haben wir auch durchgehalten. Und deswegen auch der Anruf. Die sind dann so weit gegangen, dass sie dann das Telefon in die Hand genommen haben, uns angerufen haben, was sehr ungewöhnlich war laut LKA. Und das war für sie auch ein Glücksfall, weil sie mit so einem Tonmitschnipsel auch sehr gut ermitteln können gegen diese Hacker. Wenn sie die dann fassen, dann haben sie einen Beweis und können sagen, jawohl, du warst es, du hast da angerufen und können es nachprüfen. Was haben die gemacht? Wie sieht denn sowas aus? Also die haben im Vorfeld vor diesem Angriff, haben die im Prinzip Malware oder die Ransomware verteilt auf unseren Systemen. Das LKA sagt aus Erfahrung, dass es bis zu 3 Monate vorher passiert sein könnte. So ist ein typischer Wert. Wir glauben, es war ein wenig kürzer, weil wir haben so ein bisschen Spuren entdeckt, wie das passiert sein könnte. Aber ja, mit dem muss man rechnen. Und was machen die dann? Bevor das die verschlüsseln, ziehen sie Daten ab. Vielleicht nicht alles, aber wahrscheinlich so ziemlich alles, was geht, ziehen die ab und
lagern das auf ihrem externen Server und dann schicken sie eben solche Dateien hinterlassen mit dem Link und dann kann man über den Tor-Browser, was man hier unten sieht, sieht man dann so ganz viele Opfer. Also das sind jetzt ganz viele Opfer, die man da findet. Und bei jedem kann man dann Read More, kann man dann draufklicken und dann sagen sie, dann geben sie Beispiele. Also solange man noch nicht bezahlt hat, geben sie Beispiele, was für Daten hätte ich. Und da kann man selber dann rumschauen, kann jeder machen. Also es ist öffentlich. Die Links sind auch öffentlich. Ich habe dann auch mal andere Sachen angeschaut. Da ist Motor One zum Beispiel, war ziemlich ähnlich bei uns. Da sieht man dann Personalausweis und lauter solche Sachen findet man relativ oder es gibt auch Gesundheits Auszüge von irgendwelchen Krankmeldungen, Abmahnungen, solche Sachen, alles, was man so vielleicht nicht überall sehen möchte, findet man da. Das sind sie dann als Beispiele. Bei uns stand dann dort, wo man da draufklickt hat, will be published soon. Und im Prinzip ist es dann so, die warten dann ab, wenn wir sagen, wir zahlen nicht, dann veröffentlichen sie die Daten, um sozusagen den anderen zu zeigen, euch her, wenn ihr nicht zahlt, werden wir die Daten auch veröffentlichen. Wenn ihr zahlt, tun wir das nicht, dann kriegt ihr den Schlüssel. So ist das Geschäftsmodell von denen. Und genau, das ist der Teil. Ähm, was haben wir, was haben wir gemacht in den ersten 3 Wochen? Und das vielleicht auch nochmal, dann komme ich nochmal zurück, wie der Angriff war. Das ist ja so das Erste, was wir sehen. So die ersten 2, 3 Tage haben wir Kommunikation aufgebaut. Und vielleicht, was auch noch sehr, sehr schmerzlich war, weil wir ja gar keinen Zugriff mehr hatten auf unsere Daten. Wir hatten nichts außer das, was noch vielleicht jemand privat auf seinem Rechner hatte. Was haben wir gemacht? Eben neue E-Mail eingerichtet. Also wir haben dann einen Provider uns rausgesucht. Das hat gesagt, das ist das Gute. Die Hochschule in Baden-Württemberg haben vor selektierte Provider, weil wenn man jetzt einen Vertrag oder wenn man so einen Angriff hat und man muss dann mit einem Provider reden und der muss Dienstleistungen geben, dann hat man so das Gefühl, Geld spielt keine Rolle und das sind natürlich so Sachen in einer Notlage. Das kostet auch wirklich viel Geld. Wir haben bestimmt mehr als 1 Million für den Angriff zum Reparieren mit Providern so bezahlt. Da brauchen wir als Hochschule natürlich einen Rahmenvertrag, wo man sagen kann, wir müssen jetzt nicht nur ausschreiben, EU-weit, um einen Provider zu finden, der uns helfen kann, sondern dass wir direkt was machen. Das ist in Baden-Württemberg so geregelt. Das heißt, wenn in Liechtenstein so eine Situation da ist und solche Regelungen auch da sind, dass sie nicht einfach so einen Provider einfach beauftragen können, dann müssen sie das vorher regeln, wie sie das machen. Dann natürlich die Mitarbeiter, Videoaufnahmen zur Ausspielung der Social Media, Homepage, ein Ticketsystem haben wir aufgebaut. Und dann, was sehr aufwendig war, wir haben in Baden-Württemberg auch nochmal für die Hochschulen einen Dienstleister, der hilft bei solchen Sachen, die Systeme zu scannen. Also unsere Storages waren sozusagen gehackt, waren ja verschlüsselt. Jetzt ist da natürlich, welcher Rechner, man vertraut ja keinem Rechner mehr. Jeden Laptop, den irgendeiner hat, wird ja nicht mehr vertraut. Und dann haben wir gesagt, aufgebaut haben, so das vom Kleinen bis immer größer. Die Rechner müssen gescannt sein, müssen also einen Kleber drauf haben, so kriegen einen Aufkleber, dass sie Viren gescannt worden sind. Und diese Viren-Scan-Stationen waren speziell, weil die genau, also sie haben natürlich alles durchsucht, aber die haben vor allen Dingen genau diesen einen Trojaner oder Malware, wenn man das sagt, danach gesucht. Und wenn der nicht drauf war, dann durfte das wieder ans Netz und durfte gar nicht ins Netz. Sonst hätte ja das wieder passieren können. Wir haben FAQs gemacht, wir haben ein neues Lernmanagementsystem gemacht, weil wir waren ja 2 Wochen vor Semesterstart und die Vorlesungen müssen losgehen, es muss was gemacht werden. Das war also auch das Erste, das ist eines unserer wichtigsten Services, was uns sehr, sehr wehgetan hat. Und das geht jedem Unternehmen so, da wir völlig abgeschnitten wurde von der digitalen Welt.
wie bezahlt man Rechnungen? Wir möchten eigentlich viel kaufen, wir brauchten ja neue Materialien, wir brauchen neue Laptops, wir brauchten verschiedenste LTE-Router und so weiter. Und eigentlich können wir keine Rechnungen zahlen, weil wir nicht im Bezahl, also für uns ist es so, wir sind angebunden ans Ministerium, wir wickeln das sozusagen über die Ministerium ab, über die Landes-IT und die haben uns natürlich gekappt. Die haben gesagt, ihr würdet uns verseuchen, sofort gekappt. Auch die Systeme wie Notensysteme, die sind auch nicht bei uns lokal, sondern die sind dann in dem Hochschulservicezentrum auch gekappt. Keine Chance, da ranzukommen. Das heißt, wir haben dann in einem separaten, außerhalb der Hochschule von der Stadt Fortwangen angemieteten, zur Verfügung gestellten Raum, haben wir 5 Laptops, neue gekauft, dort reingestellt, haben die direkt an diese Netze gebracht, wo man Rechnungen überreicht. Die durften nirgends sonst verbunden sein. Das heißt, musste alles von Hand eingetippt werden, durfte auch nicht gescannt werden. Und so wurden am Anfang die Rechnungen bezahlt, was sehr aufwendig war. Aber ja, also LKA sagt, es ist auch eines der größten Probleme für Unternehmen, dass die Unternehmen am Zahlungsverkehr nicht teilnehmen können und dann müssten sie eigentlich Sachen bestellen, können nicht bezahlen, dann gehen sie zum Teil auch insolvent durch solche Aktionen. Das ist also eine große Gefahr. Ganz kurz, ich weiß, die Zeit rennt uns schon zu stark davon. Ich möchte es auch nur ganz kurz für die, sagen wir mal, ein bisschen Insider, wo das interessiert, wie ist das passiert. Die Hacker haben, also das sind Vermutungen, da haben wir ein paar Spuren gefunden. Das LKA hat uns ja völlig untersucht. Die haben die Storages, die verschlüsselt waren, die Festplatten mitgenommen. Also die sind dann gekommen mit dem großen Auto und haben die ganzen Festplatten eingeladen und gesagt, wir schauen uns das mal an. Wir sichern Spuren, Beweise, um, wenn wir die Hacker erwischen, dann ein Verfahren gegen sie zu eröffnen. Das ging eigentlich relativ schnell, weil die festgestellt haben, sie können nichts lesen, ist alles verschlüsselt. Dann haben wir einen Dienstleister gehabt, die Cybersicherheitsagentur, die auch unterstützt. Die haben dann versucht, vielleicht mit anderen Methoden das wieder zu entschlüsseln, weil ginge viel zu lang. Wir haben ja 50 Terabyte oder sowas gehabt, alles zu verschlüsseln in der kurzen Zeit, sondern die verschlüsseln Verzeichnisse, also die Einträge für die Daten, die Dateien sind dann noch da. Und die haben das einem Spezialprovider gegeben, der hat dann abgeschätzt, bevor das er entschlüsselt hat, hat er abgeschätzt, wie wahrscheinlich es ist, dass er was wieder herauskriegt. Und dann kriegt man eine große Zahl genannt und sagen, wenn du das zahlst, kann ich mir dir die Daten wieder vielleicht herstellen, ohne Garantie. Ja, die haben das wahrscheinlich so gemacht, die haben Anmeldeinformationen bekommen, also Login-Daten, großer Wahrscheinlichkeit ein Administrator-Passwort von einem Administrator-Account, der mal angelegt wurde, aber nie benutzt. Also was also auch so typisch ist, auf Zuruf, du, ich brauche den Admin-Account. Und dieser Admin-Account war der Admin-Account von unserem Backup, also im hintersten Teil, wo es am empfindlichsten ist. Da haben die vermutlich der Admin-Account gehabt, weil da waren Admin-Nutzung zu sehen über die Netze und dieser Admin-Account hat niemand gekannt oder gewusst von den Admins. Das heißt, hat man mal angelegt, hat sich dann nie benutzt worden und vermutlich war so ein ganz einfaches Passwort dann auch da, wie es halt so ist. Das kann ja vor ein paar Jahren schon oder viele Jahre davor sein. Also das ist der Fall, hat dann Adminrechte gehabt, hat einen Return-Kanal eingerichtet zum Hacker-Kontrollstand, um dann den Angriff zu koordinieren, weil das muss ja koordiniert gehen, parallel. Ich zeige es mal als Bild, so kann man sich das vorstellen. Die Malware ist da verteilbar auf die Storage, Backup und den normalen Storage. Und dann ist ein Rückkanal gebaut worden und dann gesagt, so und jetzt zu dem Zeitpunkt, und zwar auch typisch Sonntagabend, weil dann niemand arbeitet und am Montagmorgen, bis die Leute anfangen, ist dann der meiste erledigt und die haben dann praktisch kräftig die ganze Nacht verschlüsselt und den ganzen Montag praktisch auch noch und dann sind sie ziemlich erfolgreich gewesen, haben praktisch diese ganzen zwei, also hier als zwei Storage, wir haben da mehr, alles verschlüsselt. Ja, warum funktioniert es? Warum braucht man auch nicht sauer sein, dass man verschlüsselt ist? Das ist bei denen ein Geschäftsmodell. Die funktionieren auch so. Die haben auch eine Wertschöpfungskette.
der Kriminalität, nenne ich die. Die haben ein Personalmanagement, die haben ein normales Angriffsmanagement, ein normales Management und für den Angriff, sie haben Techniker, die haben Marketing und Vertrieb und Logistik, wie ein normales Unternehmen. Und warum hat man das so? Ich habe da mit dem LKA auch geredet, die haben gesagt, bei ihnen, sie hatten einen Fall, hat die Firma wollte zahlen, also es ist für die dann billiger gewesen zu zahlen, als das alles neu aufzubauen. Dann haben sie eben da angerufen, unter der Nummer, was da abgebildet war, mitgegeben wurde. Dann hat er angerufen, also abgenommen, entgegengenommen worden und dann gesagt, es tut Ihnen leid, im Moment ist der Hacker gerade beschäftigt mit einem anderen Kunden, er muss später nochmal anrufen. Hat man den verwiesen und dann musste später nochmal anrufen, wie ein ganz normales Unternehmen. So ein Erpresser, ich spiele jetzt mal ein, was er hat ja das Erste, was Sie gehört haben, gesagt, also werden es noch nicht gemerkt haben, ihr seid gehackt worden, so ungefähr. Und dann ist weitergegangen, das hat er weiter gesagt. Your company representative should contact us. How to do that? Go to your server or any infected computer to find a non-encrypted folder. Each of those folders contains a file named howtodecrypt.hta. Open this file and you will see instructions on how to contact us. This file is safe to open, no viruses, no danger. If any technical issues, you need to, I don't know, to solve them. Also, Sida ist ganz freundlich, amüsiert sich da noch dabei, so ungefähr, wenn ihr es nicht gemerkt habt. So machen wir helfen euch, wenn wir da nicht weiterkommt. Wie gesagt, es ist ungewöhnlich, normalerweise kontaktiert die nicht per Telefon, aber wahrscheinlich ist es denen einfach auf die Nerven gegangen, weil wir uns nicht gemeldet haben, keine Ahnung. Entschuldigung, ich wollte damit im Prinzip so abschließen, einfach mal zu sehen, es ist sehr, sehr viele, die schon gehackt wurden durch die organisierte Kriminalität natürlich. Und das LKA hat jetzt zum Beispiel, das ist von Baden-Württemberg, hat gesagt, es ist nicht die Frage, ob man gehackt wird, sondern wann. Und das ist natürlich dann schon beängstigend, ja. Da ist eine nette Dokumentation, die ich auch noch nicht abspielen möchte, sondern die ganz interessant ist. Putins Bären, wie so die Hackerwelt professionell organisiert ist, um sozusagen ja, ein Geschäftsmodell daraus zu machen. Was natürlich illegal ist, also natürlich ganz klar. Unsere Lessons learned, das Schlimmste, und das haben wir jetzt, das hätte man sagen müssen, warum haben wir das nicht gehabt, aber ist das Backup, die Backup-Strategie. Was wir hatten, war ein normales Backup, was direkt an unserem Storage, also Live-Daten war. Und da ist auch regelmäßig gebackupt worden, also Daten, das ist alles wunderbar. Aber dadurch, dass das online, also sprich direkt verbunden war, war natürlich die Möglichkeit, dass da solche Malware auch auf das Storage sich übertragen hat und dadurch den Storage von dem Backup auch verschlüsselt worden ist. Und jeder empfiehlt heutzutage, ehrlich gesagt, shame on us ungefähr, wir hatten eigentlich ein Bandlaufwerk, wir hatten sogar das neue Bandlaufwerk bestellt, weil das alte war nicht groß genug, also hat nicht mehr genug die Daten nicht mehr ablegbar speichern lassen. Also wir brauchten ein neues Backup-Gerät, aber das hat man halt, ja, müssen wir mal und es funktioniert ja alles. Wir haben ja ein Backup und das hat dann ein Dreivierteljahr gedauert, bis es dann da war, bis da eingerichtet wäre. Da war halt dieser Hackerangriff. Und üblich ist halt, dass man zwei verschiedene Storage-Medien benutzt und nochmal eins Offsite, also nicht in den Hallen, der eigenen Hallen auch nochmal ablegt. Das ist so typisch. Machen wir jetzt. Diejenigen, die das nicht machen, sollten sich das Konzept mal genauer anschauen. Das brauchen sie heutzutage. Was wir haben, wir machen Phishing-Kampagnen natürlich weiterhin. Wir machen Multifaktor-Authentifizierung jetzt durchweg, überall. Da gibt es keine Ausnahmen. Vorher hatten wir Ausnahmen. Und das ISMS
Also Informationssicherheitsmanagement wird natürlich ist stark ausgebaut worden. Mit dem Aufbau ist es gemacht worden. Wir sind natürlich jetzt, wir versuchen fast schon zertifiziert zu werden. Wir sind nicht zertifiziert, das können wir uns nicht leisten. Aber der Sicherheitslevel, würde ich sagen, haben wir. Es ist nur äh, die vielen Dinge, die man bei der Zertifizierung machen muss. Zeit und auch, ja, einfach die Zeit haben wir jetzt auch nicht. Was wir jetzt, ich habe mir mal die NIS 2 angeschaut, die ja sozusagen für ein bisschen höhere, für kritische Infrastrukturen auch gilt und umgelegt worden ist, auch in große Betriebe, die das umsetzen müssen. Und ja, am Horizont auch ist, dass wir als Hochschule das auch umsetzen müssen. Da habe ich da mal so ein bisschen geschaut, was müssten wir denn noch tun? Was bei uns noch immer nicht optimal ist das Krisenmanagement, weil wir haben das zwar sehr gut bewältigt, diese eine Krise, aber was wir jetzt, das haben wir natürlich, das würden wir wieder so machen. Das Problem ist aber, wir tun zum Beispiel nicht üben. Also da wird nicht, normalerweise sollte man ja bei Krisen ab und zu mal so wie die Feuerwehr auch ab und zu übt, sollte man ja natürlich auch üben, machen wir nicht. Die Risikoanalysen sind auch nicht regelmäßig, wie man es eigentlich im Risikomanagement macht. Ähm, Sicherheitsmaßnahmen, ähm, Offenlegen von Schwachstellen, das machen wir aber. Da gibt es noch schönere Tools, die das noch besser machen. Haben wir jetzt deswegen gelb. Dann Konzepte, Verfahren zur Bewertung wirksam von Risikomanagement-Maßnahmen, eben dieses regelmäßig machen wir nicht. Und dann so eben zertifiziert sind wir auch nicht, um das vielleicht noch zu zeigen. Dann Disaster Recovery, was ja sehr, sehr gut ist. Und das haben wir natürlich jetzt. Und das ist ja auch relativ einfach, das zu machen, dass man in irgendeinem Provider, das kennen jetzt Cloud ist so typisch, dass man da die wichtigsten Services hält und versucht, die Daten dort auch nochmal zu synchronisieren. Mail-Server haben wir jetzt nicht, aber der Rest müssen wir haben. Dann Maßnahmen, die nach einem Ausfall von Komponenten der Informationstechnik eingeleitet werden. Die Disaster Recovery Tests, das sind so Sachen. Äh, Jetzt vielleicht zum Abschluss, was auch noch recht interessant war, ist, wir haben die Schlüssel. Wir haben auch nichts bezahlt, wir haben trotzdem die Schlüssel, weil im Herbst, im letzten Jahr, ja, so gegen Herbst, gab es die Meldung, Ransomware-Strafermittler haben Zugriff auf Black Hat Alpha-Server. Da hat eine andere kriminelle Gruppe die Server von dieser Hacker Aleph, Black Hat Aleph Gruppe gehackt und hat die Schlüssel geklaut. Und diese Schlüssel haben sie dem FBI gegeben und da konnte man sich melden. Und da haben wir uns auch gleich gemeldet beim FBI und beim LKA, dass wir natürlich gerne die Schlüssel immer noch hätten. Und dann ging es nochmal einen Monat oder so. Dann haben wir auch die Schlüssel bekommen und hätten alles wieder entschlüsseln können. Jetzt, warum haben wir das nicht gemacht? Weil erstens mal traut man dieser Hardware oder diese Daten nicht mehr, was wir da gekriegt haben. Wer weiß, was da sonst noch drauf ist. Das Zweite ist, wir haben ja neu aufgebaut. Äh, Viele der Daten, die da sind, sind einfach so veraltet. Wenn man die einspielt, wird das neue System damit eher behindert. Also das Merge nach so langer Zeit ist ganz, ganz schwierig. Äh, Bis unmöglich. Und wir haben natürlich, und deswegen sind wir auch immer noch nicht ganz fertig, wir sind natürlich bei allem, haben wir gesagt, nehmen wir das alte nochmal oder bauen wir es neu auf. Gibt es jetzt neue Software? Man hat ja da alles so ein bisschen in Frage gestellt. Man hat also, im Endeffekt haben wir jetzt eine ganz neue Infrastruktur. Neueste Netzwerktechnik, Segmentierung und so weiter. Alles, was so am Standard ist, aufgebaut auf dem neuesten Stand. Und deswegen
bringt es uns nichts, die Daten nochmal zu entschlüsseln. Wir haben es zum Teil, wenn man mal zum Beispiel bei Rechnungen oder irgendwie was, wurde nochmal was gesucht, dann hat man das dann gemacht. Aber die meiste braucht man nicht. Selten, dass man nochmal was braucht.